Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, es ist Montag, 9 Uhr und ich bin schon ein bisschen fleißig gewesen. Ich habe die großen Schränke hier abgebaut. Das sieht alles sehr chaotisch aus im Moment noch. Und einen Haufen Zeug schon mit der neuen Seilwinde hochgeschafft und ordentlich verstaut. Ja, und jetzt haben wir es kurz nach 9 schon. Und ja, jetzt überlege ich gerade, was wir nachher frühstücken. Sarah hat ja auch Urlaub. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir vielleicht dann gleich zusammen mal einmal einkaufen fahren und für die Woche so ein bisschen was kaufen. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall bin ich heute extra früh aufgestanden, um auszunutzen, dass es noch einigermaßen kühl ist. So langsam steigen die Temperaturen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es dort oben auf dem Speicher ohne Dämmung und so ganz schön warm ist. Ja, und deswegen bin ich früh aufgestanden, um halt dementsprechend das jetzt zu erledigen, damit wir so nach und nach halt die Scheune auch mal ordentlich bekommen. Ich bin jetzt so weit, würde ich sagen, dass wenn gleich die Europaletten weg sind, dass ich hier dann mal Ordnung schaffen kann, links und rechts wieder. Und dann hat man auch mal wieder ein bisschen Platz und ein bisschen Werkbank und Werkzeug und alles, was man braucht, um halt auch Dinge für im Haus weiterzuarbeiten. Ich muss noch Drunterlegleisten machen und so, das habe ich euch aber alles schon erzählt. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall, oder besser gesagt, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim neuen Vlog. Und ja, seid gespannt, was diese Woche wird. Ich weiß es noch gar nicht. Also bis dann, ciao. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, wie ihr erkennen könnt, ich bin in der Wohnung. Es ist jetzt Dienstagmorgen, ich glaube gleich um 8. Und ich bin jetzt einfach nur hier, um noch 2 Kleinigkeiten auszubessern. Und zwar muss ich nochmal den Wasserfleck in der Küche überstreichen mit der Isolierfarbe. Und dann ist dort hinten im Arbeitszimmer, habe ich gesehen, so ein bisschen die Tapete gerissen vom Streichen wahrscheinlich. Das muss ich jetzt ankleben mit Oberlied. Ja, die beiden Sachen stehen jetzt noch an. Ja, heute Mittag, beziehungsweise heute Mittag kann man noch sagen, um 2 ist die Wohnungsübergabe. Da fahren Sarah und ich dann zusammen nochmal her. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall nur hier, um die beiden Sachen auszubessern. Und ja, auf dem Rückweg werde ich dann beim Tierarzt vorbeifahren und noch Medikamente für Minka holen, weil sie hat heute ihre letzte Schilddrüsentablette bekommen. Ja. So, das ist erledigt. Also da erleben wir heute keine unangenehmen Überraschungen mehr. Ja, es ist alles noch in Ordnung. Es ist nicht irgendwo irgendwas dreckig geworden oder es war irgendjemand drin und hat irgendwas gemacht oder so, sondern alles ist in Ordnung. Und ja, die Wohnungsübergabe kann kommen. Ja, jetzt heißt es noch schnell zum Tierarzt und dann gibt's Frühstück. Bis dann, ciao. Moin Moin, ja, die Wohnungsübergabe gestern ist ganz gut gelaufen. Das Einzige, was sich halt rausgestellt hat, ist, dass noch ein Wohnungsschlüssel laut Übergabeprotokoll fehlt und ein Briefkastenschlüssel laut Übergabeprotokoll. Ja, jetzt war damals am Schlüsselbrett noch ein Schlüssel dran, der allerdings nicht zum Schloss gehörte, allerdings von derselben Firma ist, wie die Haustürschlüssel dort in der Wohnung waren. Und ja, ich vermute, dass der damals damit zusammen abgegeben wurde und es halt einfach niemand gemerkt hat, dass dieser Schlüssel nicht passt. Ja, also wir haben die Schlüssel ja eigentlich nicht benutzt. Klaus hat ja damals extra das Schloss getauscht, wo Sarah dann dort eingezogen ist, und dann haben wir eigentlich die ganze Zeit ein anderes Schloss gehabt. Und ja, die Sachen, die da halt zugehörten, die sind alle in die Kommode gewandert und haben dann ja, dort die Zeit überbrückt, sage ich mal, die letzten Jahre. Und niemand ist dort dran gewesen. Also eigentlich müsste es
der Schlüssel vielleicht höchstens sein oder es gab halt nie einen und das Übergabeprotokoll war schon fehlerhaft oder so, keine Ahnung. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal so 2 Kandidaten rausgesucht. Der Briefkastenschlüssel, da weiß ich auch nicht, haben wir auf jeden Fall keinen mehr. Der einzigste, der vielleicht möglich wäre, wäre dieser hier. Der sieht allerdings ganz anders aus wie die anderen beiden. Das muss aber nichts bedeuten, denn es kann genauso gut sein, dass dieser Schlüssel der Originalschlüssel ist und die anderen beiden mal nachgemacht wurden, weil die halt beide auch von einem anderen Hersteller kommen sozusagen. Deshalb fahren wir jetzt gleich. Wir müssen sowieso los. Das mit den Medikamenten von Minka gestern hat nicht funktioniert. Die haben also am Dienstag OP-Tag. Das heißt, das hat nicht geklappt. Das müssen wir gleich noch erledigen. Und ja, Sarah hat sowieso dann noch einen Arzttermin in der Stadt. Und bei der Gelegenheit fahren wir dann einfach mal dort vorbei und gucken mal, ob dieser Schlüssel hier passt. Und ja, diesen werden wir auch vielleicht einfach mal testen. Mal schauen. Und ansonsten ja, kaufen wir dem Vermieter einfach einen neuen Zylinder und dann ist gut. Ja, auf jeden Fall sonst alles tadellos, picobello. Die Wohnung wurde überhaupt nicht beanstandet, in keinster Weise. Ja, der Vermieter hat sogar noch gefragt, ob Klaus, also Schwiegervater, ob der noch hauptberuflich, also vollberuflich Maler ist und das noch macht. Und ich habe dem damals gesagt, dass Schwiegervater die Wohnung streicht und dass wir, ja, dass er das halt, dass es sozusagen seine Passion ist, sein Geschick, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gesagt, der ist auf jeden Fall ein Profi, was das angeht. Ja, und hat der Vermieter denkt wohl wahrscheinlich, er ist jetzt Maler gewesen oder vielleicht sogar Malermeister, keine Ahnung. Und hat dann gefragt, so, ob er halt in Pension schon ist oder ob er da noch beruflich was macht und so. Und er sagte, dass die Wohnung einfach tadellos aussieht, dass er so ordentlich gestrichen ist und er wollte dann, weil noch 2 Wohnungen in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, noch gestrichen werden müssen, wollte er dann mal nachfragen, ob Klaus vielleicht noch Zeit hat, dort zu streichen. Also tadellose Arbeit. Naja. So bekommen wir auf jeden Fall die nächsten Tage unsere Mietkaution zurück und ich habe dem dann gesagt, ja, ich weiß es nicht. Also Klaus hat ja schon Probleme mit dem Rücken und alles und ist deswegen halt auch nicht mehr berufstätig. Und er hat jetzt freundlicherweise bei uns dann halt mitgestrichen und alles. Aber normalerweise kann er das auch nicht mehr so, habe ich gesagt. Aber ich würde es halt gerne nochmal weiter, also reich's mal weiter. Ja, und das habe ich gestern dann auch gemacht. Fand ich, war ein ganz schönes Kompliment so zwischendurch. So, dass man halt, ja, dass halt gemerkt wurde, dass wir halt wirklich uns da voll ins Zeug gelegt haben. Wir haben ja wirklich, Klaus hat ja noch die Lichtschalter alle abgeschraubt. Die haben ja bei allen Renovierungen vorher nie diese Schalter rausgemacht. Also es waren mehrere Schichten Farbe drumherum und im Flur, wo die den Putz gemacht haben, das hat Klaus ja alles sauber gemacht und wieder rangeschraubt und nachdem wir dort gestrichen hatten und so. Und das ist halt schön, dass es tatsächlich auffällt. Also dass man sich da wirklich Mühe gegeben hat. Ja. Und ja, finde ich klasse. Sowieso unglaublich, ey. Wenn ich die Unterstützung von Klaus nicht hätte und von den Schwiegereltern generell und so, das wäre schon, da wären wir auf jeden Fall noch lange nicht so weit, wie wir jetzt sind. Also echt der absolute Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall müssen wir das Problem mit den Schlüsseln jetzt noch regeln. Ich hoffe, dass dieser eine Schlüssel, den ich euch gerade gezeigt habe für den Briefkasten, dass der dann gleich passt. Und dass wir dann nur den Schließzylinder für die Wohnung oben, ansonsten werden wir für den Briefkasten auch nochmal, ich meine, das sind dann zusammengerechnet vielleicht 25 Euro. Das ist jetzt ja eigentlich auch schon eine Menge Geld, ne? Aber ich habe jetzt gestern zu Schwiegervater gesagt, also wenn wir jetzt, ich wüsste nicht, wo der Schlüssel sonst sein sollte. Er wollte halt bei sich auch nochmal gucken, obwohl ich das für sehr unwahrscheinlich halte, dass er die beiden anderen Schlüssel noch hat. Aber ich habe gesagt, also ich werde jetzt hier keine 3 Tage alles auf den Kopf stellen, sondern dann werden wir einfach ein neues Schloss kaufen und dann ist gut. Weil wenn man sich das mal so von der Zeit her rechnet, also wenn ich jetzt hier 3 Tage suche, da kann ich in der Zeit so viel anderes Zeug machen und da sind die 25 Euro für ein neues Schloss halt einfach gut investiertes Geld, denke ich.
Und schont die Nerven. Schont vor allen Dingen auch die Nerven. Naja, gut. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen uns dann gleich erstmal auf den Weg. Es ist nach wie vor super heiß draußen. Also tagsüber gar nicht auszuhalten draußen. Das ist, also wir versuchen uns dann so ab 11 Uhr so langsam drauf zu beschränken, halt nur noch hier was im Haus zu machen. Ist einfach ein bisschen zu warm für unseren Urlaub. Na, nichtsdestotrotz wollen wir morgen zu den Schwiegereltern fahren und werden dann dort den Tag verbringen. Wir wollen auch ein paar Gardinen noch kaufen fürs Haus. Und ja, in dem Zuge haben wir uns dann überlegt, ob wir vielleicht noch einmal zum Silbersee fahren. Das kennt ihr ja noch aus einem der alten Vlogs von letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr schon. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn das dann morgen immer noch 33 Grad sind oder so, dann kann man da auch mal reinspringen und mal eine Bahn drehen oder sowas. Mal schauen, ob es klappt. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal los, die Sachen erledigen und ich würde sagen, wir sehen uns später. Hallo Leute, herzlich willkommen am Donnerstag. Ja, wir machen heute einen kleinen freien Tag und ja, sitzen jetzt gerade im Auto. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Schwiegereltern. Ja, wir werden dort heute so ein bisschen den Tag verbringen. Sarah hat auch noch mal einen kurzen Termin dort beim Arzt und ja, und wir wollen noch Gardinen kaufen und so weiter und so fort. Müssen wir mal schauen, was das heute so alles wird und ja, eventuell auf dem Rückweg noch an den See ranfahren, aber da wissen wir noch nicht so genau, da müssen wir erst noch mal gucken, ob der gesperrt ist, weil dort wohl vor 2, 3 Wochen mal eine Rutschung war und so. Naja, müssen wir dann mal schauen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal los und ja, bis später. Ich glaube, es wäre ein Gehen gefallen. Was pflücken wir gerade? Du musst sagen. Ach so, filmst was. Brombeeren. Brombeeren. Hup. Ab in Eimer damit. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Hallo und herzlich willkommen am Freitag. Ja, ich musste mich jetzt mal kurz hierher setzen. Es ist jetzt 13:30 Uhr und ja, wie ihr gesehen habt, ich bin jetzt soweit fertig hier mit dem Podest, mit der Treppe dort hoch. Und ja, habe auch die Paneele gestrichen. Bis dort drüben. Ja, und jetzt die ganze Zeit schon geplagt von Rückenschmerzen. Aber ich will irgendwie noch nicht aufhören. Ich muss jetzt gleich erstmal einmal kurz nochmal hier zum Baumarkt im Ort fahren und mir noch ein paar von diesen längeren kleinen Schrauben, also mit dem kleinen Schraubenkopf holen, damit ich noch die Schienen für die Treppenstufe zur Speisekammer fertig machen kann. Und ja, dann mal schauen. Also da müssen die Paneele dort noch gestrichen werden. Ich hoffe, dafür reicht die Farbe noch. Da ist noch so viel drin. Müsste eigentlich reichen. Ja, hoffen wir mal das Beste. Nicht, dass wir irgendwie auf dem letzten Viertel oder so noch von der Fläche, die jetzt noch gestrichen werden muss, noch eine neue Farbe kaufen müssen. Weil tatsächlich von der Sorte habe ich nichts mehr da. Also das ist dann das Letzte. Aber das sollte eigentlich reichen für das Stück. Ja, und dann fummel ich mich hier gerade so ein bisschen durch. Mal schauen, dass dann drumherum heute vielleicht noch so weit fertig kommt, dass man dann sagen kann, morgen Trittschalldämmung rein und Fußboden rein. Und ja, dann vielleicht kommende Woche, vormittags oder so, ist ja, die kommende Woche ist ja voller Termine. Aber dass man dann vielleicht hier dort noch die Übergänge macht. Und ja, jetzt am Wochenende wollen wir noch die Küchenfliesen streichen. Die sind jetzt ja soweit fertig. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, ich habe jetzt auch die ersten Zusagen für Bewerbungsgespräche bekommen, jetzt im September. Das ist auch schon mal ganz gut, auf den ersten Blick. Ich hoffe, dass das mit der PAT dann nächsten Freitag so funktioniert und dass die Schmerzen dann weg sind. Ja, aktuell geht es halt einfach noch nicht wirklich. Also ich quäle mich hier zwar unter Schmerztabletten so ein bisschen durch. Und das ist auch viel hier rumkriechen, wie ihr seht und alles. Aber so im Grundprinzip ist das
ist das halt immer noch nicht irgendwie was, wo man sagen könnte, da kannst du dann arbeiten. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass ich mich jetzt hinsetze und ich habe mich gerade auch schon wieder hinsetzen müssen. Und sowas kannst du halt dann auf der Arbeit nicht machen. Deswegen hoffe ich ja, dass das bei der einen oder anderen Stelle dann funktioniert, wo es dann halt ein bisschen einfacher ist von der Arbeit her. Ja, und warm ist es immer noch. Ich bin hier zwar im Haus, hier ist es bestimmt 15, wenn nicht sogar 17 Grad kühler als draußen, gerade hier im Granitmauerwerkbereich, aber es ist trotzdem warm. Ich denke, wenn ich jetzt rausgehen würde, und das muss ich ja gleich, um die Schrauben zu holen, dann kriegt man bestimmt ein ganz schönes Brett vor dem Kopf. Aber naja, da müssen wir durch. Ich werde jetzt erstmal weitermachen. Mittag gegessen, also ich habe heute generell noch gar nichts gegessen. Irgendwie durch die Wärme und so hat man eh nicht so viel Hunger. Und gestern gab es halt so viel, auch bei den Schwiegereltern. Ja, dementsprechend noch keinen wirklichen Hunger gehabt, aber so ganz langsam setzt das Hungergefühl ein und man könnte vielleicht dann jetzt gleich mal was essen. Muss ich gleich mal Sarah fragen, was wir dann nehmen. Sie hat irgendwie gesagt, dass wir irgendwas wir haben noch 2 Süßkartoffeln, dass wir die dann irgendwie mit einem veganen Schnitzel oder was weiß ich was dabei. Müssen wir dann mal schauen. Ja. Gut, liebe Leute, ich mache dann mal weiter und wir sehen uns dann eventuell später. Also bis dann, ciao. Guten Morgen und herzlich willkommen am Sonntag. Ja, wir sind am Ende des Vlogs angekommen. Ich bin auch schon wieder ein kleines Weilchen wach. Ich habe gestern Abend ja noch den Großteil fertig geschnitten, wie ich erzählt habe. Und jetzt muss ich theoretisch nur noch hier dieses Outro fertig machen und kann das dann gleich hinten ransetzen und dann kann das Ganze ins Rendern gehen. Ja, nichtsdestotrotz bin ich früh aufgestanden, weil ich dachte, der frühe Vogel fängt den Wurm und ja, ich wollte noch ein bisschen was schaffen und dementsprechend habe ich jetzt gerade schon mal die Tierchen gefüttert. Die Maya, die Faye, die Minka und die Flocke und die sind jetzt alle auf jeden Fall erstmal satt, können sich jetzt erstmal wieder hinlegen und sich ja, einen schönen entspannten Tag machen. Und ich werde dann gleich mal schauen, was heute so anliegt. Also es gibt 2 Optionen. Zum einen einen Riesenberg Papierkram abarbeiten und zum anderen ja hier im Haus die Arbeiten weitermachen. Ich muss mir gleich noch mal in Ruhe Gedanken machen, wo dann heute die Prioritäten sitzen.
Ich meine, das Papierzeug, da ist jetzt nichts Akutes dabei, aber das wird natürlich ja auch nicht weniger, das alles abzuheften und zu machen und zu tun. Und dementsprechend, ja, denke ich mal, ist das heute die sinnvollere Aufgabe. Jetzt muss Fader anfangen zu scharren. Naja, aber mal schauen. Ich werde das gleich mal spontan entscheiden, dann beim Frühstück mit Sarah, was heute so anliegt. Und ja, und ihr werdet es dann ja im nächsten Vlog sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, hoffen wir, dass es euch gefallen hat, obwohl es diese Woche so relativ kurz war, aufgrund der Situation immer noch, sage ich mal. Aber ich denke mal, ja, es wird langsam wieder besser und ja, wir schaffen das. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und ja, ich würde sagen, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag, einen tollen Start in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und ich hoffe oder wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Also bis dann, ciao.